Und solche leeren Waben, solche leeren Rähmchen werden immer als Drohnenwaben ausgebaut. Warum, das kann ich nicht sagen. Mhm. Nu es sicherlich wird bekannt sein, dass heutzutage die Bienenvölker bedroht sind durch eine Milbe, die heißt Varroa-Milbe. Das ist ein ganz kleines Tierchen, also ein Spinnentierchen mit 8 Beinen. Die setzt sich auf den Rücken der Biene und saugt die Biene aus, sodass die Biene dann im Laufe der Zeit zugrunde geht. Man hat festgestellt, dass die Varonen besonders gern in Drohnenwaben reingehen. Wenn dann so ein Drohnenrahmen voll ist, und dann nimmt man den raus und schneidet ihn aus und hat damit mal das erforscht, ungefähr 1/3 der Varonen aus dem Volk entfernen können, ohne Einsatz irgendwelcher chemischen Mittel. Ansonsten muss man mit chemischen Mitteln die Varroa bekämpfen. Das darf man aber, das ist gesetzlich erlaubt, erst nachdem die Honigernte abgeschlossen ist. Und so kann man aber auch während der Trachtzeit Varroa bekämpfen, eben indem man die Drohnenrahmen entfernt, die Drohnenwaben ausschneidet. So, jetzt setze ich das wieder drauf. Ich glaube, wir haben Okay, das ja. Wichtigste gesehen. Wir können das natürlich auch noch etwas systematischer bringen. Das war jetzt nicht so akut. So. Jetzt sollten wir natürlich auch mal sehen, wie der Honig aussieht. Die Frage wäre noch bei den Waben, Ja, wie da die Mengenverhältnisse geregelt werden. Wie viele Arbeitsbienen es gibt, wie viele Drohnen. Das hängt ja ab von den Waben. Wie viele von diesen großen Waben entwickeln sich oder werden gebaut? Da muss ja irgendwie ein optimales Verhältnis sein, ne? Dass man nicht zu viele Drohnen hat und nicht zu wenig. also normalerweise regelt das Volk selbst. Aber das ist eigentlich eine interessante Frage, wie die das Also regeln. ich habe gelesen, es wären ungefähr 1000 Drohnen. Drohnen in den Sommermonaten im Volk. Ungefähr 1000. Und die Ansonsten, gesamte Population? ansonsten die schwankt. Es gibt 2 Sorten von Arbeiterinnen, die sogenannten Sommerbienen. Im Sommer kann das Volk bis zu 60.000 Bienen haben und im Winter sagt man so 6.000. Entsprechend leben die Bienen eben auch nicht lang. Die Winterbienen, die, wie der Name sagt, überleben den Winter. Die können schon dann vom Herbst bis Frühjahr existieren. Und die Sommerbienen, wenn es darum geht, den Honig einzutragen und die Brut groß zu ernähren, die leben vielleicht nur 6 Wochen. Und deshalb muss die Königin ja auch ständig Eier legen und legt auch ständig Eier. Also ich gucke jetzt mal, sonst wollte ich einfach ein bisschen eine Honigwabe. Hier in dieser Zage ist also keine Brut und da kommt auch keine Drohne hin. Ich habe jetzt noch nicht so sehr lang hier mal Honig abgeholt, deshalb sind die Waben jetzt noch nicht alle ganz voll, aber hier habe ich eine, die ziehe ich mal raus.
Also was die Bienen eintragen, ist ja kein Honig, sondern Nektar. Der Nektar enthält 80% Wasser und der Honig, den wir nachher schleudern, darf höchstens 18% Wasser enthalten. Das heißt mit anderen Worten, die Bienen holen das Wasser aus dem Nektar raus. Das heißt, sie tragen viel, viel mehr Nektar ein, als wir nachher Honig schleudern. Wenn man schleudern will, muss man warten, bis der Honig 18%, höchstens 18% Wasser enthält. Das schreibt der Deutsche Imkerbund vor. Gesetzlich sind 20% erlaubt. Frage, was passiert mit dem Wasser? Also, das Wasser wird verdunstet. Die Bienen erzeugen ja Wärme. Die erzeugen auch mit ihren Flügeln, indem sie da zittern, im Stock einen gewissen Kreislauf, eine Luftzirkulation und dadurch wird das Wasser dann verdunstet und aus dem Honig rausgeholt. Wenn diese Reife des Honigs erreicht ist, das wissen die Bienen, wann das der Fall ist, dann machen die hier auch Deckelchen drauf, Wachsdeckelchen. Das ist eigentlich auch ein Rätsel. Woher wissen die Bienen, dass der Honig jetzt reif ist? Würden die den Honig zu früh verdeckeln und wäre der Honig zu zu viel wasserhaltig, dann würde das Ganze sehr schnell gären und wäre dann für die Bienen als Winternahrung nicht mehr geeignet. So eine Wabe kann bis 2 Kilo wiegen. Also die könnte ich jetzt noch nicht ernten, da müsste ich jetzt erst noch warten, bis das noch weiter verdeckelt wird. Und die Waben hier sind von den Bienen gebaut oder hast du die eingesetzt? Also das kann ich nachher mal zeigen. So ein Rähmchen. Ist natürlich erstmal leer und da ist ein Draht gespannt. Weil beim Schleudern ja eine unheimliche Kraft ausgeübt wird. Und auf diese Rähmchen legen wir eine sogenannte Mittelwand, aber das zeige ich besser nachher mal. Also das hänge ich jetzt wieder rein. Also hier vielleicht noch ein Hinweis auf das eine, ist ja nur eine Zarge, das ist ein sogenannter Ableger. Und was heißt Es das? passiert durchaus, dass ein Volk kaputt geht. Das passiert immer über Winter, mal, dass dann im Frühjahr ein Volk kaputt geht. Und der Imker ist veranlasst, ein neues Volk sich zu organisieren. Das macht man, indem man aus einem anderen Volk oder aus mehreren anderen Völkern Waben mit frischer Brut und mit den ansitzenden Bienen rausnimmt. Man muss natürlich nur genau gucken, dass die Königin nicht dabei ist und hängt dann diese Waben in einen neuen Kasten rein, muss den allerdings dann an einen anderen Standort bringen, weil sonst die Bienen wieder in ihr altes Volk zurückfliegen. Diese Ablegerbienen können dann, wenn frische Brut da ist, die nicht älter ist als 3 Tage,
aus einer Zelle eine neue Königin machen. Die Königin von der Eiablage bis zum Schlüpfen, das dauert 16 Tage. Die Königin, die dann geschlüpft ist, wird nach 5 Tagen geschlechtsreif und unternimmt dann den sogenannten Jungfernflug. Sie fliegt dann in Begleitung von 20 Bienen vielleicht in die Luft und interessanterweise sind immer in der Luft irgendwo Drohnen vorhanden. Die Königin wird dann befruchtet von 10 bis 20 Drohnen und fliegt dann wieder zurück in ihren Bienenstock und fängt dann schon sehr bald an, sehr schnell an, Eier zu legen. Und damit ist also ein neues Volk gegründet. Halt nur schwierig, da was reinzukriegen. Da muss man sparen.